Hallo, heute ist ein sehr guter Tag. Es sind gute Bedingungen, um die Dichtigkeit des Kuppelhauses zu überprüfen. Wir werden sehen, wie es aussieht. Es sind jetzt -11 Grad. Wir sind in Vignon-Lieu. Und es ist jetzt 8 Uhr und 55 Minuten am 13. Februar. Ich habe eine Wärmebildkamera, da es draußen ziemlich kalt ist. Ich habe eine Wärmebildkamera E5 FLIR. Jetzt werde ich erklären, wie wir etwas sehen können. In Gebäuden sind normalerweise die kältesten Stellen. Das ist der Türschwellenbereich. Wir sehen Stellen, die hell sind, praktisch weiß. Das ist der wärmste Bereich. Wo es dunkel ist, dunkelblau oder schwarz, ist es am kältesten. Auf der rechten Seite sehen wir auch die Skala. Zum Beispiel von 8 bis 20 Grad im Bereich dazwischen. Jetzt, ohne sehr tief in die Temperaturwerte einzutauchen, nur um einen Vergleich zu haben, an der Schwelle ist es am kältesten. Sie sehen, ich bin im Spiegel der Tür. Das Glas spiegelt die Infrarotstrahlen wider. Also, der Grundsatz. Schauen wir uns die kältesten Stellen an, schauen wir uns das Kuppelhaus an, damit es noch klarer wird, der Wärmepumpe ist auf plus 21 Grad eingestellt. Im Sommer kühlt sie, im Winter heizt sie. Jetzt versuchen wir, kalte Stellen zu finden, wie an der Schwelle. Die Türen und Fenster sind von niedriger Qualität. Hier an der Ecke ist es sehr kalt. Es gibt auch einen direkten Kältebrücke, das ist der Schlüsselbereich und wenn es sehr stark friert, entsteht hier Frost. Jetzt schauen wir mal, ob es solche kalten Stellen gibt, wie an der Schwelle, in der Kuppelkonstruktion. Hier passt sich der Thermografiekamera an. Wir versuchen einfach, den Kontrast zu sehen. Die Lampe wird stärker durch die Wärmepumpe erwärmt, weil sie mehr die inneren Objekte erhitzt. Die inneren Dinge. Das Fensterbrett ist kalt, das ist deutlich sichtbar. Da ist der Profil, vielleicht fehlt hier ein wenig die Dichtheit. Hier ist das Fensterpaket aus 2 Glasscheiben. Noch interessant ist der Dachfenstermechanismus. Wir haben das Fensterpaket selbst verklebt, und entlang des Randes gibt es etwas kühlere Stellen. Wir können mal versuchen zu schauen. Jetzt stellen wir den Thermografiekamera so ein, dass er die kältesten Stellen sucht. An der Glasscheibenkante beträgt die Temperatur 9 Grad. Die Wand hat 20,5 Grad. An der Türschwelle ist der kälteste Punkt bei 0 Grad, weil die Tür gerade geöffnet wurde. Hier sind unsere Schuhe, Kleidung. Deshalb haben wir diese Kälte hineingelassen und sie ist wahrscheinlich abgekühlt. Aber der Grundsatz, hier ist es völlig normal, dass an der Türschwelle der kälteste Punkt ist. Wir können auch unseren Wärmerückgewinnungsmechanismus betrachten. Durch diese Stelle wird Luft ins Innere geblasen. Durch diese Gitter wird Luft nach außen abgesaugt. Und oben gibt es auch Gitter. Schauen wir uns an, wie es aussieht. Die Arbeit des Wärmerückgewinnungsmechanismus ist es, die Innentemperatur zu erhalten. Wenn es eine einfache Belüftung wäre, keine Wärmerückgewinnung, dann sehen wir an dieser Stelle, dass die kälteste Stelle bei +12 plus 11,5 Grad liegt. Wenn es keinen Wärmerückgewinnungsmechanismus gäbe, würde es -11 Grad ziehen. Stellt euch vor, wie wichtig die Leistung des Wärmerückgewinnungsmechanismus ist, um die Innentemperatur zu erhalten. Es spielt keine Rolle, ob es Winter oder Sommer ist, weil wir im Sommer kühlen und im Winter versuchen, das Gebäude zu beheizen. Es ist wichtig, dass die Temperatur, die der Klimaanlagenapparat erreicht hat, im Inneren bleibt. Der Wärmerückgewinnungsmechanismus ist notwendig, um dies zu bewahren. Und einfach der Unterschied im Temperaturkontrast. Auf diese Weise können wir die Kuppelkonstruktion bewerten, dass es keine so scharfen kontrastierenden Kältestellen gibt, wie an der Schwelle oder an den Fußleisten. Es gibt keine solchen Stellen, die einen extremen Temperaturunterschied aufweisen. Hier ist das Gebäude mit Wänden, die doppelt so dick sind wie für ein Wohngebäude erforderlich. Ein Wohnhaus müsste mindestens 28 cm dicke Wände für die Kuppel haben. Je größer die Kuppel,
desto dicker werden die Wände. Bald wird eine Kuppel mit einem Durchmesser von 12 Metern in dieser Tabelle erscheinen. Wir haben diese Kuppel mit einem Durchmesser von 7 Metern gemacht und 15 cm dick. Hier war es ein Experiment mit dieser Kuppel. Mit dieser Kuppel haben wir mehrere Experimente gemacht. Es gab einfach technologische Änderungen. Es war für uns wichtig, ob die Konstruktion hält, ob wir so eine Variante anbieten können, wie diese. Es hat sich alles bewährt. Deshalb kann man manchmal eine Kuppel mit dünneren Wänden bestellen, wenn keine A++-Klasse erforderlich ist. Einfach, damit es ein allgemeines Verständnis gibt. Ich hoffe, es war interessant zu sehen, so sehe ich im Thermografiekamera aus. Ich hoffe, es war interessant zu erfahren und zu sehen. Und wenn Fragen auftauchen, schreibt sie in die Kommentare. Klickt auf Like und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg!